Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu TDT 2014. Dieses Jahr haben wir hier 200.000 Dominosteine aufgestellt, um sie nachher in einer riesengroßen Kettenreaktion alle zu Fall zu bringen. Falls Sie sich bereits gefragt haben, wer diese Personen hier sind, die neben uns stehen, das ist fast unser vollständiges, diesjähriges Team, das seit letzten Samstag fleißig am Steine aufstellen ist und die wir dieses Jahr Ihnen gerne namentlich vorstellen würden. Ich fange einfach mal hier auf der Seite an. Hier ist zunächst Kevin, der selber auch schon ein ganz kleines Event gebaut hat und dieses Mal zum ersten Mal bei sowas Großem dabei ist und uns zum ersten Mal unterstützt. Ja, hier ist Raphael, er unterstützt uns dieses Jahr auch zum ersten Mal. Das heißt, er ist noch ein richtiger Domino-Neuling und ist dementsprechend noch angespannt. Daneben Sascha, der jetzt, glaube ich, schon seit 15 Jahren ungefähr Domino baut, schon sehr viel Erfahrung hat und 16 sogar schon. Ich glaube, man kann sagen, er hat die ruhigste Hand hier im Raum. Wer es ausprobieren mag, gegen ihn anzutreten, ich würde es nicht tun. Gleich neben ihm steht Patrick. Er wird sich heute Abend bereits seinen 6. Guinness-Weltrekord sichern. Das heißt, er sammelt hier jedes Mal ein. Daneben Roman, der uns schon zweimal beim Öspertaler Domino-Event im Herbst letzten Jahr und vorletzten Jahres unterstützt hat und dieses Mal zum ersten Mal auch bei TDT dabei ist. Ja, und auch Justin aus Deutschland, der unterstützt uns dieses Jahr auch zum ersten Mal. Christian Pertl, ebenfalls aus Öspertal und dieses Mal auch schon zum zweiten Mal jetzt bei TDT dabei. Ja, Daniela hat uns auch schon im Ispertal unterstützt und ist dieses Jahr auch zum ersten Mal hier in den Osterferien dabei. Hier in der Mitte Matthias, unser Teamchef von TDT, der Kopf der Truppe, der jetzt dieses Event schon zum 6. Mal hier organisiert. Ja, und wenn es darum geht, wer der Chef der Technik ist, läuft Matthias keiner dem Rang ab, also er ist für die Technik zuständig. Daneben unser erster von 3, Lukassen, ein Freund von Kevin, der zusammen mit Kevin hier angereist ist und auch zum ersten Mal uns jetzt unterstützt. Ja, das ist Daniel, er ist ein Gründungsmitglied und ist auch an der Organisation maßgeblich beteiligt. Eva kommt ebenfalls aus Öspertal und dieses Jahr auch zum ersten Mal bei TDT dabei. Lukas unterstützt uns dieses Jahr auch zum ersten Mal. Er hat sehr fleißig am Weltrekord mitgearbeitet, sogar so weit, dass er seinen Daumen verletzt hat, der heute in der Früh, musste diese Verletzung noch behoben werden. Valentin, auch schon ein langjähriger Dominobauer und zum zweiten Mal jetzt bei TDT dabei. Ja, und das ist Benedikt, der Bruder von Alexander. Er hat sich dieses Jahr nach seinem Idol, seinem Bruder, dazu entschlossen, hier mitzubauen. Daneben Jo, der letztes Jahr schon zum Zuschauen da war, dieses Mal auch mitgebaut hat und sich auch hauptverantwortlich um den Weltrekord gekümmert hat, zu dem wir später noch mehr sagen werden. Ja, jetzt Alexander, auch ein Gründungsmitglied. Der Frauenheld der Truppe, aber er ist ein Gründungsmitglied und war natürlich auch an der Organisation beteiligt. Und zum Schluss Max, ein Cousin von Alex, der uns dieses Jahr bei der Technik und auch bei den Dominosteinen noch unterstützt hat. Ja, aber das war noch nicht das gesamte Team. Wir haben nämlich noch Marcel, der hinter dem Kamerakran steht, dann Lukas, der hinter der zweiten Kamera steht und Albert, der sich dort auf die ganz linke Tribüne gestellt hat. Das ist das diesjährige Team, das für dieses Projekt hier verantwortlich ist. Ja, wer jetzt nicht mitgezählt hat, wir sind ein 24-köpfiges Team aus 3 Nationen, also Deutschland, Schweiz und Österreich. Das Thema des heutigen Abends ist The Childhood, Back to the Very First Years, also auf Deutsch die Kindheit zurück zu den allerersten Jahren. Wir haben hier versucht, Projekte aufzubauen, die Sie an Ihre Kindheit erinnern, die uns an unsere Kindheit erinnern und zu dem Thema natürlich passen. Bevor wir Ihnen die Projekte jedoch genauer vorstellen, möchten wir Danke sagen bei allen Personen, die uns hier bei diesem Event unterstützt haben und ohne die dieses Event hier nicht möglich gewesen wäre. Als allererstes wollen wir uns natürlich bei unseren Eltern, bei unseren Freunden und bei unseren Bekannten bedanken, die uns auf diesem Werdegang zu diesem Projekt hier unterstützt haben und ohne die dieses Projekt gar nicht existieren würde. Des Weiteren bedanken möchten wir uns bei unseren Sponsoren, allen voran unseren
3 Hauptsponsoren, von denen Sie auch die 3 Felder dort hinten sehen, die Werbegestalte, Lime und Lugos. Lugos hat uns hier die ganze Woche mit Getränken versorgt und auch für den heutigen Abend Getränke zur Verfügung gestellt, von denen Sie sich oben gerne bedienen dürfen. Außerdem sind unsere weiteren Sponsoren noch die OVB, Easy Drivers, die Firma Ritter, Urban und die HLUW Üspertal, die uns die ganzen Dekorationen hier, wie zum Beispiel die Kugelbahn am Start oder diese Kugelübergänge, zu denen wir später auch noch was sagen werden, zur Verfügung gestellt hat. Dafür ein herzliches Dankeschön bei allen Sponsoren. Ein ganz großes Dankeschön geht auch an die Schulen, dem Gymnasium Tulln und der HLW Tulln, die uns diese Halle zur Verfügung gestellt haben. Und zu guter Letzt wollen wir uns natürlich auch bei unserem Bürgermeister bedanken, der heute Abend leider nicht anwesend ist. Er war die letzten 4 Jahre immer dabei und hat uns immer unterstützt. Dieses Jahr hat er es leider nicht hierher geschafft. Allerdings konnten wir schon bei der Planung auf seine Unterstützung zählen. Christian, kann es nicht sein, dass du jemand noch vergessen hast zu danken? Fällt dir niemand ein? Ja, ich möchte mich noch im Namen des ganzen Teams ganz herzlich bei Matthias, Marcel, Daniel, Christian und Alex bedanken, die dieses Event hier, oder dieses Event ursprünglich ins Leben gerufen haben und es seitdem jedes Jahr organisieren und dieses Jahr auch wieder so viel Arbeit mit diesem Event hatten und dieses Event möglich gemacht haben. Ich glaube, diese 5 haben sich jetzt nochmal einen ganz kräftigen Applaus verdient und ich bitte Sie nochmal zu mir nach vorne. Ja, wir sind die 5, die seit 2008 hier in Tulln als Gruppe existieren. Ich muss zugeben, ich bin jetzt etwas überrascht, das war so nicht geplant. Ich kann mir auch vorstellen, dass es Schweizer Schokolade für uns gibt, Ganz genau. Was natürlich immer sehr erfreulich ist. Ich darf eben noch überreichen die letzten Reste, noch Schweizer Schokolade, die Matthias extra zur Seite gelegt hat, Matthias Heinzelmann. Ja, unser Schweizer im Team, also unser Matthias aus der Schweiz, bringt jedes Jahr immer sehr, sehr viel Schokolade mit. Und je nachdem, wie viel Schokolade am Ende der Woche noch übrig ist, kann man erkennen, wie viele Nerven das Projekt gekostet hat. Das ist wirklich das allerletzte, das wir noch übrig haben. Das heißt, es war diese Woche wirklich sehr, sehr, sehr nervenaufreibend. Außerdem jetzt für jeden noch eine Karte, wo jeder aus dem Team unterschrieben hat. Ich glaube, da hat sich unser Team einen Applaus verdient. Euch gilt der Applaus. Danke. Ja. So, die Frage, die uns hier sicherlich am öftesten gestellt wird, ist, was passiert eigentlich, wenn irgendwas beim Bauen umfällt? Fällt da nicht gleich alles um? Nein, das ist natürlich nicht so. Wir lassen immer wieder Lücken und haben Sperren drin. Wenn Sie genau hinschauen, sehen Sie vielleicht auch, dass immer mal wieder noch Sperren drin sind, die wir erst ganz kurz vorm Falldown lösen werden. Aber damit Sie jetzt mal sehen, was wir die Woche so gemacht haben, wie wir das Ganze aufgebaut haben, zeigen wir Ihnen jetzt ein kleines Video vom Aufbau.
Nachdem Sie nun gesehen haben, wie das Ganze hier entstanden ist, wollen wir Ihnen nun die Projekte im Einzelnen vorstellen, damit Sie nachher auch einen Überblick haben, was denn nacheinander fallen wird. Los geht es bei dieser Kugelbahn dort, wo nachher Tobias, das ist ein Dominobauer, der hier aus Deutschland angereist ist, zusammen mit Alexander, den Anstoß geben wird. Dann geht es weiter mit diesen Bauklötzen, The Childhood, das nochmal unser Thema darstellt. Dann kommen wir hier zu den beiden Feldern und das Logo von TDT 2014 und Back to the Very First Years, zurück zu den allerersten Jahren. Dann geht es richtig los mit den Themenprojekten, und zwar hier mit dem Laufstall und dann den beiden Feldern von dem Teddybär und der Ente. Und dann geht die ganz lange Line hier hinüber bis zu diesen Billardkugeln. Diese Billardkugeln werden mit einem ganz besonderen Mechanismus ausgelöst, sodass sie dann über diesen Gang hinüberrollen. Und wie geht es dann weiter, Christian? Ja, nachdem dieser Kugelübergang funktioniert hat, befinden wir uns auch schon im nächsten Projekt. Unser Kind verlässt jetzt das Haus und geht nach draußen und fährt mit dem Bobbycar gerne mal eine Rampe hinunter, beziehungsweise spielt auf der Wippe. Nachdem die 2 Sponsorenfelder gefallen sind, kommen wir bereits zum nächsten Feld. Sie können das Motiv wahrscheinlich noch nicht ganz erkennen, das ist in einer Technik gebaut, dass das Motiv erst nach dem Umfallen der Steine sichtbar wird. Nachher fährt unser Kind mit dem Kinderwagen eine Runde, geht ein Eis essen und spielt dann nachher noch im Sandkasten, der dort hinten mit dieser grünen Mauer aufgebaut ist. Dann kommen wir nochmal zu einem Sponsorenfeld und dann geht es auch schon über den nächsten Kugelübergang zum nächsten Projekt. Und Samuel, worum geht es da? Ganz genau, unser Kind ist mittlerweile ein bisschen älter geworden und wird mit diesen Buntstiften die Zeichnung hier malen. Diese Zeichnung ist jetzt auch noch nicht so genau zu erkennen, es ist eine ähnliche Technik wie bei der Schaukel. Sobald die Steine dann aber fallen werden, wird man ganz genau erkennen, was diese Zeichnung darstellt. Zu der Zeichnung gehören noch die beiden Felder von Radiergummi und Spitzer. Und dann wird unser Kind dieses Puzzle lösen. Das Puzzle ist in einer ganz besonderen Technik gebaut, und zwar sind diese schwarzen Steine, die Sie hier am Rand sehen, festgeklebt, sodass dann jedes einzelne Puzzleteil fallen wird, was dann sehr schön aussehen wird. Dann geht es weiter mit dem Feld zur Sendung mit der Maus, wohl eine der bekanntesten Kinderserien, und unser Domino-Legespiel aus Dominosteinen aufgebaut. Ja, Samuel, ich sehe, dort hinten ist noch eine Lücke drinnen. Haben wir da was vergessen? Sind wir hinterm Zeitplan? Was ist los? Nee, wir haben da nichts vergessen, das soll so sein. Und zwar werden in dieser Lücke nachher 2 Aufbauer Steine aufstellen, und zwar keine Dominosteine, sondern Lego-Steine, was das Ganze noch schwieriger macht. Mit Lego-Steinen müssen die beiden diese Lücke füllen, und nur wenn die beiden das schaffen, wird diese Schranke hier aufgehen, sodass dann die Linie hier durchlaufen kann und diese beiden Mauern anstoßen kann mit den Lego-Männchen. Klappt die Challenge nicht, bleibt die Schranke zu und diese Mauern bleiben stehen, was natürlich dann sehr schade wäre. Ja, und wer übernimmt jetzt diese große Verantwortung, da diese Lücke zeitgerecht zu schließen? Ja, wir haben momentan noch 4 Kandidaten. Sie stehen hier vorne: Justin, Kevin, Raphael und Sascha. Im Moment steht jetzt noch nicht fest, wer sie bauen wird. Alle haben super Leistungen gezeigt bei den Proben. Jeder von ihnen wird es souverän schaffen. Aber wir haben uns für 2 entschieden, und diese beiden sind Justin und Kevin. Diese beiden werden sich jetzt vorbereiten für die Challenge und das dann nachher sicherlich souverän meistern, da bin ich mir sicher. Ich drücke Ihnen die Daumen. Ja, hier nach dem Kugelübergang kommen wir auch schon zum letzten Viertel, also zum letzten Projekt dieser 4 Projekte. Natürlich 200.000 Dominosteine, man denkt, das ist viel. Im Endeffekt, aus einer Woche Arbeit kommen vielleicht 8 oder 9 Minuten Videomaterial hinaus von fallenden Steinen. Wir steigen hier in dieses Projekt natürlich passend ein mit einem Osterhasen, der sein bemaltes Ei präsentiert. Danach geht unser Kind Drachensteigen zu dieser Mauer hier. Dort werden die Steine von oben lawinenartig ausgelöst, und lawinenartig ist schon fast das richtige Stichwort, weil es geht nach in eine Winterlandschaft mit einem Schneemann und natürlich eine Winterlandschaft, in der die Kinder gerne Schlitten fahren. Und nachher kommen wir auch schon zum Endfeld mit 20.000 Steinen. Hier ist nochmal eine sehr spezielle Technik verwendet worden. Je nachdem, wo Sie jetzt in der Halle stehen, sieht dieses Feld komplett schwarz aus. Nein, wir haben uns hier nicht verplant. Das Feld ist nicht komplett schwarz. Das heißt, wenn Sie fallen, werden hier aufgrund von bemalten Steinen erst das Bild sichtbar. Und damit war es eigentlich auch schon mit den Dominosteinen, und dann geht es nachher zum Weltrekord. Ich sehe schon, Samuel, du stehst da drüben, das sieht sehr kompliziert aus.
Ganz genau, das ist unser Weltrekord, die größte Stickbomb. Wir haben hier 23.000 von ganz normalen Mundspateln, wie sie auch beim Arzt verwendet werden, in einer besonderen Technik so verbaut, dass sie unter Spannung stehen. Und wenn dann hier der Anstoß gegeben wird, werden sich diese Spateln lösen und in einer großen Kettenreaktion dann fallen. Und wir haben hier 2 verschiedene Techniken eingebaut, wie Sie vielleicht sehen. Je nach Technik können diese Sticks bis zu 80 Stundenkilometern schnell werden und bis zu 1 Meter in die Höhe fliegen. Also schauen Sie ganz genau hin. Das wird dann sicher ein großes Spektakel werden hier am Ende. Wenn Sie vorhin schon ein bisschen früher in der Halle waren, haben Sie vielleicht gesehen, wie viele Nerven uns dieser Weltrekord gekostet hat. Denn wir haben wirklich bis 20 Minuten vor dem Showbeginn hier haben noch die letzten Bauer hier aufgebaut, um diesen Weltrekord fertigzustellen. Und ich glaube, diese Aufbauer haben sich jetzt nochmal einen ganz, ganz großen Applaus verdient. Neben mir steht jetzt unser Notar, Herr Magister Hofmann, der diesen Weltrekord überwachen wird. Herr Hofmann, was ist denn genau Ihre Aufgabe? Worauf müssen Sie achten, dass dieser Weltrekord auch offiziell anerkannt wird? Meine Aufgabe ist, die Auslösung der Stickbomb in einem Protokoll festzuhalten, nämlich wann sie ausgelöst wurde, wie viele Sticks ausgelöst haben und wie viele nicht ausgelöst haben. Das muss ich dann in einem Protokoll festhalten, dass man das dann an Guinness übermitteln kann und der Weltrekordversuch anerkannt wird. Gut, dann hoffen wir, dass da alles gut gehen wird. Vielen Dank für diese Infos und ich wünsche Ihnen auch alles Gute und viel Erfolg. Vielen Dank. Christian, wie geht es denn jetzt weiter? Ja, wir werden jetzt nun die allerletzten Vorbereitungen treffen und noch die letzten Sperren, die zu unserem Schutz natürlich dienen, damit nicht alles frühzeitig ausgelöst wird, einfüllen. Nach dem Falldown würde ich Sie wieder um Ihre Mithilfe bitten. Wir werden hier Kisten wieder in die Halle stellen und wir würden Sie bitten, dass Sie hier über die Treppe rechts nach unten kommen, sich die Schuhe ausziehen und diese Halle sozusagen stürmen und uns helfen, die Steine wegzuräumen und farblich in Kisten zu sortieren. Es ist allerdings ganz wichtig, dass Sie aus Ihrer Sicht nicht ins rechte Hallendrittel gehen, da eventuell, wenn Sie dort hineingehen, der Rekord von Guinness nicht anerkannt wird. Und das ist für diese Planungsarbeit bzw. für eine Woche lang, wo wir da sitzen und das verweben, natürlich sehr, sehr schade, wenn das durch sowas zunichte gemacht wird. Des Weiteren haben wir noch eine große Bitte an Sie. Vielleicht haben Sie schon gesehen, dass wir oben 2 Spendenboxen aufgestellt haben. Wir würden uns sehr, sehr über Ihre Spende freuen, mit der Sie dann auch das nächstjährige TDT ermöglichen können. Es freut mich sehr, den Schulsprecher des Gymnasiums Tulln hier begrüßen zu dürfen und ich glaube, er möchte noch selber ein paar Worte sagen. Danke sehr, das war gut. Ja, grüß Gott einmal. Ich freue mich, Sie hier alle sehr herzlich als Schulsprecher des BGBRG Tulln begrüßen zu dürfen. Ich finde es sehr schön, dass sich engagierte Tullner gefunden haben, die einfach diese Veranstaltung hier zu organisieren. Denn damit haben sie ja mehr als nur einem Hobby gemacht und starten jetzt heute sogar einen Weltrekordversuch. Die Teilnehmer, die jetzt zum Teil sogar aus dem Ausland angereist sind, sind hier mit großer Geduld und auch natürlich viel Vorsicht ans Werk gegangen. Ich habe mir davon sogar selbst ein Bild gemacht und habe Ihnen am Mittwoch sogar einen Besuch erteilt. Ich möchte Sie jetzt nur noch gar nicht weiter aufhalten und freue mich auf ein gutes Gelingen. Danke. Ja, wir werden jetzt noch die letzten Sperren entfernen. Deshalb würde ich Sie bitten, sich möglichst ruhig zu verhalten und es wird in wenigen Minuten losgehen. So, dann würde ich sagen, wir sind bereit und machen es einfach so, wie wir es die letzten Jahre auch gemacht haben. Wir zählen bitte alle gemeinsam einen Countdown von 10 auf 0
und dann wird Tobias die Kugel in Bewegung setzen und die Kettenreaktion ebenfalls in Bewegung setzen. 10, 9,
So, wie unschwer zu erkennen war, hat der Weltrekord nicht vollständig funktioniert. Wir müssen noch eruieren, wie viele Sticks jetzt wirklich gefallen sind und ob sich bei einem erneuten Wiederanstoß der Weltrekord überbieten lässt. Nur als Erinnerung, wir haben hier 23.000 Sticks verhoben, bei 9.000 liegt der aktuelle Weltrekord. Ich würde Sie bitten, uns hier noch etwas Zeit zu geben, geben Sie was zu trinken und ich werde Sie über den weiteren Ablauf informieren. So, wir haben jetzt mit dem Notar das weitere Vorgehen besprochen. Wie Sie sehen, haben wir begonnen, die bereits detonierten Sticks in Kisten zu räumen und werden je nachdem halt beide Seiten zählen und schauen, auf welcher Seite dann mehr Sticks gefallen sind, wenn wir das Ganze wieder auslösen. Ich muss zugeben, mir fehlen ein wenig die Worte, es ist das Albtraum-Szenario eingetreten. Und natürlich, wir werden Sie über das weitere Folgen informieren wollen. Schaffen wir nochmal Countdown? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Wie kann es am Übergang stehen bleiben? Das ist mir so ein Rätsel. Ich hab's nicht angepasst. Leute, das muss hier weg. Weg. Das muss hier weg. Weg. Nein. Nein.
So, nachdem wir es jetzt noch einmal versucht haben, jetzt eben weit unter 9000 Sticks, der Rekord, dieser letzte Versuch ist definitiv gültig, da muss ich uns leider selber den aus der Szene nehmen. Da es mehrere Stellen gleichzeitig detoniert ist. Wir wissen nicht, wieso es nicht genau nachvollziehen